Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Gummireste von eurem Lack entfernen könnt. Mir passiert das immer wieder auf den Track Days, da werden diese kleinen Gummiwurzeln hochgeschleudert und ich habe dann hier überall solche Streifen auf dem Lack. Was braucht ihr zur Entfernung, möchte ich euch jetzt zeigen und wie das dann nachher auch funktioniert. Ich persönlich nehme immer handelsüblichen Spiritus, also sprich Alkohol, den fülle ich mir um in so eine kleine Sprühflasche. Dann braucht ihr noch ein sauberes und sehr weiches Mikrofasertuch oder von mir aus auch ein Baumwolltuch. Und wie gesagt, theoretisch könnt ihr natürlich den Spiritus auch direkt aus der Flasche auf euer Tuch geben. Ich finde aber die Lösung über so eine Sprühflasche deutlich besser. So könnt ihr zum Beispiel auch großflächig die Stellen so ein bisschen einsprühen, dass das schon ein bisschen vorwirkt. So, wenn ihr das jetzt also sozusagen alles vorbereitet habt, dann geht es direkt ans Fahrzeug. Hier jetzt einfach ein bisschen was von dem Alkohol auf die entsprechende Fläche geben, wo dieser Gummiabrieb vorhanden ist. Dann natürlich euer Tuch auch mit dem Alkohol benetzen und dann einfach mit ganz sanftem Druck immer wieder über die Stelle drüber gehen, kreisende Bewegungen oder auch einfach, sage ich mal, streifende Bewegungen vor und zurück, so dass ihr nach und nach eben sozusagen diesen Alkohol auf der Stelle verteilt und der auch so ein bisschen seine lösende Wirkung entfalten kann. Es funktioniert auf jeden Fall mit Alkohol deutlich besser als mit normalen Putzmitteln. Das habe ich rausgefunden. Mit normalen Putzmitteln habe ich mir häufig eher noch kleine Kratzer in den Lack sozusagen gerieben. Und mit dem Alkohol passiert das eher weniger. Es lässt sich natürlich nicht komplett vermeiden. Wenn ihr also jetzt so einen ganz großen Gummibrocken abbekommen habt und der da so komplett an die Seite klatscht, dann ist auch mit der Möglichkeit oder mit der Variante hier über den Alkohol dann bei mir am Ende trotzdem ein kleiner Kratzer im Lack vorhanden gewesen. Den könnt ihr dann aber eben entsprechend mit Polierpaste oder anderen Poliermitteln wieder entfernen, da der nur oberflächlich im Klarlack sozusagen dann nachher vorhanden ist. Alles in allem ist es aber auch noch keine perfekte Lösung. Wenn ihr eine andere Idee habt oder andere Mittel kennt, um diese Gummireste besser zu entfernen, würde ich mich freuen, wenn ihr die Informationen in den Kommentaren hinterlasst. Ansonsten für alle die bisher immer Probleme hatten, Alkohol ist auf jeden Fall eine sehr gute Lösung, nicht die perfekte, aber eine sehr gute. Und hier jetzt auch nochmal das Beispiel eben großflächig, wie ich da die Reste entferne. Viel Spaß, ich hoffe es war hilfreich, bis zum nächsten Mal. Me wind and rain, you're some kind of bird.